Papa, habe ich heute was falsch gemacht? Da sagte mein Vater, du machst nichts falsch. Die sind nur eifersüchtig. Aber das Gefühl, was du als Kind hast, wenn du da mit deinen 10 Jahren, die anderen Kinder dich ignorieren, die sich wegdrehen, Thema Mobbing, ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber da kam das erste Mal das Thema, das Wort Eifersucht in meinen Wortschatz. Hallo liebe Maren. Hi, liebe Da wären wir wieder. Ja. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ihr auch? Hallo liebes Publikum. Hallo. Ja, So. aus gegebenem Anlass würde ich mal sagen. Ja, genau. Wir sind noch warm gelaufen. Vom Podcast zuvor hat sich gerade ein wundervolles Thema ergeben, was auch viele betrifft und auch sehr präsent ist in unserer heutigen Gesellschaft, würde ich sagen. Und zwar das Thema Eifersucht. Und Neid. Genau. Ich weiß gar nicht, ist da ein Unterschied zwischen Neid und Eifersucht? Eifersüchtig sein, neidisch sein, ist eigentlich das Gleiche, würde ich sagen, oder? Ja, findest du Eifersucht und Neid? Dann würde es ja gleich heißen. Ja, aber es gibt ja auch viele... Eifersucht. Sucht nach Eifer, was der Eifer sucht. Man eifert nach... Ja, Eifer und sucht. Also man, ja, naja, das werden wir, aber ja. Spannend. Also, Spannend, vielleicht wisst ihr das ja. Genau. Den Unterschied. Könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben. Ich kenne jetzt keinen im Moment. Nee, mir fällt das jetzt auch nicht so ein. Also Eifersucht ist man vielleicht, Neid ist vielleicht so auf eine Sache. Ja. Und Eifersucht irgendwie... Eher auf Person? Auf Person. Möglich. Also bitte helft uns. Wir Genau. werden vielleicht auch selber nochmal recherchieren. Ja. Soll jetzt nichts zur Sache tun, aber vom Prinzip her wissen wir, worum es geht. Und du wolltest ganz gerne eine Geschichte von früher erzählen, die darauf hinausläuft, dass du deine Eifersucht überwinden konntest. Richtig? Ja, genau. Ja. Also ich war wirklich immer, also lange Zeit, ich hatte auch schon Kinder. Ja. Und war dann immer eifersüchtig, wenn irgendjemand ein tolles Haus hatte. Okay. Oder irgendwie ein tolles Auto. Habe ich dann schon immer so gedacht, oh, das hätte ich auch gerne. Okay. Und das strahlt man ja auch. Ja. Also das ist mir aufgefallen. Und ich habe das irgendwann abgelegt, weil eine Bekannte von mir, die noch schlimmer eifersüchtig und neidisch war als ich. Woran hast du das gemerkt? Die konnte jemanden nicht besuchen, wenn der mehr hatte als sie. Wow. Okay. Also die ist wirklich nicht mitbekommen. Die hat das so, konnte das nicht ertragen. Wow. Okay. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ja, weil wie hast du das gemerkt? Also das ist... Ich habe jetzt, also durch die Bekannte tatsächlich, habe ich so gedacht, das ist ja... Die war dir ein Spiegel sozusagen? Genau. Okay. Und da habe ich so gesehen, wie schlecht das ist. Also... Okay, du hast es erst bei ihr gesehen und bist du... Und wann, also, okay. Und dann habe ich das abgelegt. Ich wollte das einfach nicht mehr. Und wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mir einfach gesagt, ich habe das, was ich habe. Und das habe ich ja auch. Und vielleicht bekomme ich ja auch noch mal irgendwann das. Ach so, jetzt geht das wieder mit meinem Ja. Wir haben ihr extra Strickzeug gegeben. Halt dich an deinem Strickzeug fest. Ja, genau. Also so war das. Ich wollte das nicht mehr. Also ich habe selbst gemerkt, mich bringt es ja immer an Grenzen. Und später habe ich, dass die Menschen, also es gibt ja da auch Unterschiede. Ne? Es gibt immer mehr die Leute, die mehr haben und immer welche, die weniger haben. Ja, immer. Es ist immer so.
Und genau, das ist mir auch bewusst geworden, dass das eben halt auch so ist. Ja. Und ich fühlte mich mit diesem Gefühl nicht so wohl mehr, als ich das auch gesehen habe. Okay. Und es ist ja auch die Person, auf die man eifersüchtig ist, die weiß das ja gar nicht. Nee. Und das sind ja oft Menschen, wo man auch dran wachsen kann. Ja. Ne? Du bist auf irgendwas eifersüchtig, was diese Person hat. Und dieses Gefühl, also Eifersucht, das ist ja auch ein nicht so schönes Gefühl. Ja, total unangenehm. Und wer hat das Gefühl? Die Person selbst. Ja, du siehst was, aber du lässt dich selbst schlecht fühlen. Genau. Ja. Und das wollte ich nicht mehr. Verstehe ich. Weil man kann das ja auch mit der Person, die das hat, zusammen genießen. Also kann man, ne? Also wenn man da zum Beispiel, wenn das ein ganz tolles Haus ist, mit Pool und allem drum und dran, dann sind es häufig die dich ja auch das genießen lassen, die dich einladen und das nicht so zur Schau stellen, sondern du kannst daran teilhaben und dich daran erfreuen und das bringt dir auch Freude. Mir auch Freude. Ja. Also das musste ich wirklich ablegen. Aber wie hast du es geschafft, es abzulegen? Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Indem ich mich versucht habe, mich darüber hinwegzusetzen und einfach das Schöne zu sehen. Ah, okay. So habe ich das gemacht. Okay. Weil es war ja immer, ich habe mich ja immer nur schlecht gefühlt. Ja. Nicht der andere, sondern ich. Ja. Und ich wollte mich nicht schlecht fühlen. Und wann war das weg? Das war, also ich war auch schon ein bisschen älter, irgendwie so mit 35, 36 habe ich, also so lange war ich aber auch immer richtig neidisch. Okay. Also auch richtig neidisch und eifersüchtig. Auch ist ja ungesund. Ja, genau, ungesund. Also ich fühle das richtig so. Ja, das genau. Das ist ungesund. Ja. Und in meiner heutigen Partnerschaft, also mein Partner, der hat mir das nochmal näher gebracht. Der kennt das gar nicht. Der kennt solche Gefühle überhaupt gar nicht. Und und ist auch mit Millionären zusammen. So. Ja. Und, das interessiert ihn einfach nicht. Nee, das sind halt auch nur Dinge. Genau. Und soll ich da mal was sagen? Ja, bitte. Finde ich super spannend, weil das Gefühl kenne ich nicht. Also okay. Ich kenne Eifersucht nur in dem Maße als Gefühl, so als einen kleinen Nudge im Magen, so kenne ich den nur. Ich habe nur zweimal in meinem Leben also Nudge meine ich so ein kleines, so, weißt du, wie so, mehr nicht, so, und dann werde ich aufmerksam, so war das bei mir. Ja. Also ich weiß, das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, war bezüglich Kinderwunsch. Muss ich mir jetzt echt sagen, weil ich habe es immer offen gelassen. Ich könnte mir ein Leben mit Kindern oder ein Leben ohne Kinder vorstellen. Was lachst du so? Weil Kinder, habe ich auch das Thema. Also aber ich hatte das, ich konnte mir beides vorstellen. Ich hatte das nicht, dass ich unbedingt das oder unbedingt das wollte. Ach so. Ja, so ist es leider bei mir häufig. So. Ja. Aber dadurch habe ich diese grundsätzliche Offenheit. So, ne? Genau. So, und dadurch ist der eine Ausgang wäre okay gewesen, der andere halt auch. So. Und deswegen, jetzt komme ich auf das Gefühl zu sprechen, als ich dann auf einmal zwei Freundinnen, damalige Freundinnen, waren zeitgleich schwanger, habe ich gehört, da und da. Und da auf einmal hatte ich dieses und dann habe ich gedacht, was ist denn das jetzt? Mhm. Und dann bin ich da reingegangen in dieses Gefühl und habe gedacht, will ich das vielleicht, also ich habe das ja bei mir gemerkt und das kannte ich nicht, dieses bisschen, und das passte mir, also das war wie ein Signalgeber. Und da habe ich da hingeschaut und habe dann nachher festgestellt, hey, ich will es vielleicht doch mal ausprobieren. Und dann habe ich dahingehend, also ich habe ja gemerkt, da muss ja ein Wunsch sein, sonst würde ich ja jetzt nicht dieses Signal bekommen. Ja. Und das war bei mir in Richtung, so würde ich es für mich klassifizieren, so Richtung
Neid, aber das war ja auch noch nicht mehr richtig. Also so, aber so möchte ich auch vielleicht. Vielleicht Ja, möchte ich das ja, auch. Genau. Genau, es war so, oh, vielleicht möchte ich das ja auch. So, und dann habe ich nachher irgendwann ein Schicksal spielen lassen. Ja, genau. So, und dann, ja, dann sollte das Schicksal, also, ne, was heißt, was die Seele schickt, kann man ja nochmal sagen. Schicksal kommt von schicken und Saal ist die Seele, also was die Seele einem schickt. Und dann habe ich es einfach auch mal ausprobiert und das sollte dann wohl doch so sein. Genau. Ne? So. Und das andere Mal, wo ich diesen kleinen Nudge, also dieses kleine im Bauch so, bekommen habe, war, bevor ich jetzt meine Heilpraktikerpraxis eröffnet hatte, also ich in der Ausbildung war und so weiter. Ja. Und wenn ich da gehört habe, irgendwer hat eine Praxis eröffnet, dann hatte ich das auch. Dann war das eher so, hä? Die laufen mir weg, so irgendwie dieses, will ich auch. Ich muss mich ranhalten, irgendwie so. Aber so ganz Eifersucht, Neid ist es dann vielleicht doch noch nicht so ganz, oder? Also eher so in die Richtung. Also so kenne ich das. Ja. Und bezüglich Dinge muss ich nochmal sagen, Ja. auf Dinge war ich noch nie neidisch. Ja, und ich. Dinge haben mich noch nie, also wirklich, Noch nie. nie will ich jetzt nicht sagen, als Jugendliche vielleicht, nee, neidisch auch nicht. Es war eher so Vorgaben, man hat jetzt irgendeine Marke zu tragen. Ja, genau. Ne? Man muss die und die Marke tragen oder so. Das habe ich, wenn nur, aus Peer Pressure gehabt. Also das ist Gruppenzwang. Wenn. Okay. Aber so wirklich richtig durchgezogen habe ich das dann auch nicht, weil ich war jahrelang mit einer Frau befreundet von 6 bis 14, die im Modehaus gearbeitet hat. Und ich war trotzdem gekleidet, wie ich es wollte. So. Oder zumindest nicht modehausmäßig. Also Ja. Eifersucht. Und jetzt, egal, jetzt haben wir darüber genug geredet. Über Eifersucht? Nein, noch lange nicht. Nein. Das war es ganz bestimmt noch nicht. Ja, aber ich zum Beispiel, ich bin ja überhaupt nicht, also ich bin gar nicht schwanger geworden, weil ich so doll da drin war. weil du es unbedingt wolltest. Ich wollte das unbedingt, weil Und wie meine dann? Freundin Ah, und ich wollte auch. warst du da auch eifersüchtig? Ja. Okay. Ja. Oh Mann. Und dann hat gar nichts geklappt. Aber dann habe ich mit Yoga angefangen und Guck mal an. bin ich Mann. schwanger geworden. Aber wenn ich mir das so vorstelle, Aber- das ist ja ein nagendes Gefühl, ne? Dieses Genau. Eifersucht. Und dieses Gefühl, deswegen, du hattest ja gefragt, warum ich das loswerden wollte, weil es ist einfach kein gutes Gefühl. Unangenehm, oder? Ja, es ist unangenehm. Wie fühlt sich das körperlich so an, wenn du es beschreiben würdest? Ja, es zieht sich also so ein bisschen so. Ne? Also Ne? auch in der Region so, ne? Ja. Die Mitte. Ja. Die Mitte des Körpers Ja. meldet sich und es ist unangenehm, weil, also, Und überleg mal, das gibst du deinem Körper. ja, Also jetzt, wir hatten ja schon drüber gesprochen im letzten Hörding, dass der Körper sich alles merkt. Und wenn du dauerhaft durch irgendwelche Sachen wieder schlechte Gefühle in dir produzierst, speichert das der Körper immer wieder ab. genau. Und dadurch Deswegen entstehen wollte ich das Krankheiten. loswerden. Also Ja. damals, wie gesagt, ich hatte die Kinder ja schon 35 und dachte so, dass mich das auch also ich wollte das auch nicht auf die Kinder übertragen. Das ist ja auch nicht schön. Das kriegen die ja mit. Ja, Ne? das ist auch häufig so, wenn man dann Kinder hat, dass man sich dann dieser Dinge häufig erst bewusst wird, die man so in sich hat, weil man sie nicht übertragen möchte. Vorher posaunst du sie lustig in die Welt hinaus, ne? Oder hast sie die ganze Zeit Ja. und dann denkst du, oh, da ist jetzt ein kleines Wesen, Ja, dem möchtest du jetzt aber nicht das Paket mitgeben. genau. Man möchte ja ein bisschen Vorbild sein. Ja, genau. Und diese negativen Gefühle, das geht ja auch immer sofort auf die Kinder über. Die merken das ja auch. Wie bei Tieren auch. Ne? Die sind dir am nächsten und das Genau. überträgt sich sofort. Also ich kann wirklich sagen, dass ich dadurch entspannter lebe. Ja, Also seitdem. wie toll. Wie toll, Ja, also dass du das abgelegt hast. ja, Ganz begriffen, wie du es gemacht hast, habe ich noch nicht ganz. Also das kann ja nicht von heute auf morgen so gewesen sein, aber es ist dir ja geglückt. es ist mir bewusst geworden, dass es unangenehm Ach so, ist. das siehst du über die Bewusstheit. Auch. Nur über Bewusstheit wieder. Ja. Ne? Also es Ja. wird dir ja selber klar. Durch die Projektion, weil deine Nachbarin oder wer das war oder Bekannte, Genau. da hast du gesehen, oh Gott, wie gruselig ist es denn da? Da ist es noch schlimmer als bei mir. Also ja. Ne? Und dann wurde es dir dadurch bewusst, dann hast du gemerkt,
ich habe das ja selbst. Und dann hast du gemerkt, wie unangenehm das ist und dann hast du es abgestellt. Genau. Genial. Ja, so war es. Genial. Ja. Und es ist wesentlich schöner. Ja. Ja, also und ich kann auch was zur Eifersucht sagen. Insofern, jetzt habe ich was im Hals, dass ich eher, wie soll ich sagen, das Ziel eher immer war. Also ich wäre die gewesen, auf die du vielleicht abgefeuert hättest damals. Ja. Also wenn wir uns vielleicht früher gekannt hätten. Also nicht, weil ich irgendwas Tolles gehabt hätte, also ein Riesenhaus oder so. Aber damals nicht. Aber so. Da habe ich aber auch ein Riesenhaus. Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt, da hatten wir beide Riesenhäuser. Ja. Ne? Ja, genau. Ja, aber ja. Ja, und das ist auch. Also für mich war Eifersucht, insofern musste ich mir Eifersucht zum Thema machen, weil ich das Ziel von anderen war, die dann eifersüchtig auf mich waren. Ja. Und das musste ich sehr leidlich, ganz schlimm in der Kindheit leider kennenlernen. Ja. Und das war nicht schön. Genau. Und das, was dann passiert, also bei mir, ich kann ja auch wieder nur von mir reden, wenn du als Kind nicht so gefestigt bist, wie du bist und machst einfach Dinge, wie du sie machst. Wir hatten ja auch schon mal Schule und so weiter. Und dann kommst du auf einmal zum Beispiel auf ein Gymnasium und so ein Elite-Gymnasium, wo du als Arbeiterkind nichts zu suchen hast. So, ne? Das hattest du, glaube ich, auch, das Thema. Und dann wirst du von der eigenen Lehrerin, also wird dir deutlich gemacht, dass du hier auf dem Gymnasium nichts zu suchen hast und so weiter. Oder, also das war alles bei mir leider zeitgleich. Also, das war früher aber auch wirklich extrem. Das ist heute gar nicht mehr, glaube ich. weiß ich nicht. Wir haben jetzt, also ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Aber lass uns nicht abkommen. Nee. Wir müssen beim Thema bleiben. Eifersucht. Weil jetzt komme ich schon wieder, weißt du, wenn... Nein. Ja, danke. Eifersucht, nein. Wenn ich den Faden verliere, ist es vorbei. Das weißt du doch. So. Und in der Schule, genau. Also erstmal wirst du dann als Kind, wird dir erstmal signalisiert, du hast hier nichts zu suchen. Deine Sprache ist vielleicht nicht, vielleicht kommst du aus einer Gegend, wo du vielleicht nicht so sprichst, wie man es auf dem Gymnasium gerade macht. Oder du bist gut im Sport. Das war bei mir halt auch so. Dann war das halt, dann hattest du Neider. Nur weil du gut bist. Ich war ich war auch gut in der Schule, weil ich interessiert war. Ich war interessiert. Ich war aber keine, die sagt, hier, ich will die Beste sein. Das war's nicht. Das war's nicht. Aber das versteht einer nicht, der vielleicht kein Interesse an Schule hat oder an irgendeinem Thema oder so. Ich habe wirklich, also das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, sondern das war wirklich aus Interesse. So. Und sportlich war ich nun mal. So, und jetzt Eifersucht. Und wenn du dann als Kind von allen Seiten auf einmal in einem sehr zarten Alter bei einem Schulwechsel von Grundschule auf Gymnasium, das hat mich vollends traumatisiert. Also dieser Schritt aufs Gymnasium. Ich habe es zwar gemacht und geschafft und so weiter, aber es war nicht schön. Es war keine schöne Zeit. Ich habe mich wacker geschlagen. Nichtsdestotrotz bin ich bombardiert worden, also von allen Seiten. Also, und es war so, dass ich als kleines Kind, also vom Reiten war eine Sache noch, ich steige mit meinem Vater nach dem Reiten ins Auto und sage zu meinem Vater, ich sehe mich noch in dieser Szene und ich weiß genau, wo ich gesessen habe und alles. Und dann sage ich, Papa, habe ich heute was falsch gemacht? Das ist traurig. Ja. Und da sagte mein Vater, sagte so, du machst nichts falsch. Die sind nur eifersüchtig. Aber das Gefühl, was du als Kind hast, wenn du da mit deinen 10 Jahren irgendwie, weißt du, wenn die anderen Kinder dich ignorieren, wenn du auf einmal irgendwo hinkommst und die sich wegdrehen, Thema Mobbing, ja, ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann kann dein Vater dir nochmal 100-mal sagen, die sind nur eifersüchtig. Aber da kam das erste Mal das Thema, das Wort Eifersucht
in meinen Wortschatz. Genau. Ja. Da habe ich das erste Mal das Thema überhaupt signalisiert bekommen. Ich habe es, glaube ich, da noch gar nicht so richtig verstanden. So, und was ist dann im Umkehrschluss passiert? Ich habe mich natürlich klein gemacht immer. Ich habe dann nicht mehr so, wie soll ich sagen, also gut, klar war ich noch, ich habe trotzdem noch Sport gemacht, war trotzdem noch gut, aber wie soll ich sagen? Du hast dich schon... Ich habe mich zurückgehalten. Ja, du hast dich ein bisschen verstellt, um geliebt zu werden. Genau das. Ich bin leiser geworden. Und nachher habe ich mich nicht mehr getraut. Und das sind ja Jahrzehnte zwischen heute und dem früher, sind Jahrzehnte vergangen, wo wir uns immer oder ich mich klein gehalten habe. Und ich lache zu laut, ich bin zu laut, Glaubenssätze. Ne? Ich bin zu laut, ich bin zu dies, zu das. Und dann bist du nachher nicht mehr laut, weil du dann willst du dazugehören und so weiter und so fort. Und irgendwann, spätestens in den Wechseljahren, also kann ich nur sagen, wundervoll, kann ich nur jeder Frau wünschen, dass sie das annimmt und auch das zu schätzen weiß, was man da auch an Kraft gewinnt und diese alten Dinge auch überwinden kann. Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Wechseljahre. Ja, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, wie immer, so sind wir Frauen. Aber mir ist auch noch mal so ein bisschen so Eifersucht, weil du das aus der Schule auch erzählt hast. Ich glaube, dass die Gesellschaft damals auch mehr eifersüchtig und neidisch war. Glaube ich nicht. Mir ist so eine Geschichte eingefallen. Du glaubst das nur, dass es mehr war, weil du es damals hattest. Deswegen denkst du, es ist weniger geworden. Es ist niemals weniger geworden. Nicht durch... Überleg mal, die ganzen Medien, die wird rauf und runter gespielt. Hier, die Millionäre, das. Und alle rennen so, oh ja, wenn ich dann hier die Lotterie gewinne, dann bin ich glücklich. Das läuft alles noch. Kommt dir nur so vor, weil du es abgelegt hast. Glaubst mir. Bestimmt. Und weil ich natürlich jetzt auch Menschen in mein Leben ziehe, wo es nicht so ist. Wo es nicht so ist. Genau, weil das läuft noch, glaubst mir. Okay. Kannst du mir vertrauen. Ja. Nee, mir fällt gerade so eine Geschichte ein. Ja. Das ist mir eben in den Kopf gekommen aus meiner Kindheit, wie alt ist man? 5. Klasse? 10. 10. 11. Wann kommt du wirst mit 6, 11. Ja, also Realschule und Hauptschule. Ja, genau da wird gewechselt. Genau. Ne? Und ich bin... Das ist ja das Fiese, da ist man so... empfindlich, genau. So. Und ich bin tatsächlich zur Realschule gekommen und ein Mädchen aus meiner Klasse, mit der war ich noch nicht mal befreundet, die ist zur Hauptschule gekommen. Und dann sind die Eltern in die Schule zur Lehrerin und haben gesagt, also wenn Maren auf die Realschule kommt, dann kommt mein Kind auch auf die Realschule. Oh mein Gott. Sowas war da los. Oh mein Gott. Unglaublich. Also meine Eltern wurden dann eben halt auch in die Schule gerufen. Und gruselig. Gruselig. Ja, es war wirklich gruselig. Bei mir war es anders. Bei mir war es so, also ich sollte aufs Gymnasium, also ich hatte eine Empfehlung und meine damals beste Freundin hatte eine Realschulempfehlung. Ja. Und was macht man als Kind? Also ich wollte bei meiner Freundin bleiben und sie wollte, aber mir war es völlig egal, auf welche Schule. Ich wäre auch auf die Hauptschule gegangen, wenn die auf die Hauptschule gegangen wäre. Ich wäre mit ihr mitgegangen. Und sie wollte aber unbedingt aufs Gymnasium. So, und das war ja dann der Downfall für mich, weil wir sind dann aufs Gymnasium und dann war sie nach einem halben Jahr wieder weg und dann hockte ich da alleine. Da fing ja für mich das Schlimme erst an, weil die Freundin war weg, die andere Freundin, die ich von früher kannte, die hat sich mit 2 anderen zusammengetan und die begann mich zu dritt zu mobben. Auf dem Gymnasium. Und dann noch die Lehrerin. Eigentlich ein Wunder, dass ich da überhaupt geblieben bin. Also ich hätte aber auch gar nicht... Also irgendwie, keine Ahnung, bin ich dann da geblieben. Aber mit 16 oder 17 oder was, als ich dann in die 11. kam, da habe ich dann die Schule gewechselt von diesem, nennen wir es mal Elite-Gymnasium, dann auf eine Gemeinschaftsschule. Und da habe ich dann mein Abitur gemacht. Ah, okay. Und das war dann die bessere Wahl, gleich eine Note besser.
so, ne, anderes Niveau. Das war halt auch ein nicht leichtes Gymnasium, aber das hätte ich auch geschafft. Aber wenn es vom Außen gekommen wäre, da hätte ich es eigentlich gar nicht schaffen können, weil keine Unterstützung da war und meine Eltern auch nur gesagt haben, wir können dir doch nicht helfen. Wir können dir höchstens Nachhilfe geben, ne? Ja. Schon mal Nachhilfe. So, ja, wirklich, das war das Zitat meiner Eltern. Ja. Wir können dir doch nicht helfen, wir können dir aber Nachhilfe kaufen. So. Ja, okay. Ja, so sind wir groß geworden. Aber was sind wir für tolle Frauen geworden, Nicola? Danke, gleichfalls. Ja, absolut. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür. Und, das haben wir festgestellt, das klappt bei uns halt auch so gut, weil wir beide Eifersucht komplett abgelegt haben. Ja. Deswegen klappt es so gut. Weil zwischen uns steht das Thema Null. Sie kann noch so schön sich anziehen und sie ist jedes Mal so schick angezogen. Danke. Ja, aber wirklich. Und, das ist mein Hobby. Ja, eben, das ist ihr Hobby, meins halt nicht. Nee. Und bis du letztes Mal gesagt hast, du hast ja jetzt schon 3. Mal die gleiche Bluse an, aber ich habe nur eine. Also, was fast stimmt. Also ich habe, glaube ich, 2, wenn es hochkommt 3. Aber das bewundere ich zum Beispiel. Also da bin ich jetzt... Also, da könnte ich ja jetzt auch eifersüchtig drauf sein. Hä? Ja, könnte man auch. Also ja, man kann auf alles eifersüchtig sein. Ich könnte ja auch auf ich finde deinen Stil auch völlig bewundernswert. Ich liebe es, wie sie sich stylt. Ja, und ich finde es eben halt schön. Also, ich hatte letztens von den Simpsons, habe ich ja auch gesprochen. Ja. Weil die haben ja auch immer die gleichen Sachen an. Die haben ist super einfach. Ja, es ist einfach. Ja. Ne? Ja, Dein Leben ist einfach. Schön. Es wird noch viel einfacher werden, sobald ich die Chance dazu habe. Also ich würde nämlich gerne alles downsizen. Ich würde alles noch kleiner machen und so weiter, aber das dauert noch. Genau. Aber Eifersucht haben wir, glaube ich, fast alles jetzt gehabt. Also wir kommen gut klar, weil wir das nicht haben. Nee. Wir bewundern uns gegenseitig für das, was die andere kann und was die andere halt nicht. Also nicht so, oh, das will ich auch, so nicht, sondern geil, dass du stricken kannst und dass du es mir beibringen kannst. Genau. Und das, du hast ja auch, ist der Weg. Das ist der Weg. Oder Marvin hat zum Beispiel auch gesagt, ich bringe das Sprechen bei. So, ja. Weil für sie ist es gar nicht so normal wie für mich, so zu reden. Und deswegen, ne? Und das übt. Ja, ne? Wir halten hier gerade Händchen übrigens. Ja, genau. Nicola hat ganz kalte Hände. Ja, das habe ich immer. Also wenn ich geistig unterwegs bin, dann, ja. Und das ist ja, also da habe ich sofort gedacht, da kann Nicola mir einfach was beibringen und man wächst daran. Ja, und du bist ja nur auf mich zugekommen, weil der andere Podcast nicht mehr stattgefunden hat. Ja. Und du weiter lernen wolltest, weil da konnte man ja auch schon viel lernen. Ja, genau. Und darum geht es doch im Leben. Ums Lernen. Ja. Wenn das jeder begreifen würde, dass wir alle voneinander nur lernen können. Genau. Und immer bei sich anfangen und nicht auf den anderen abwerfen. Genau. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Stimmt. Nicht projizieren. Bei sich gucken. Bei sich gucken, wenn so ein Eifersuchtsgefühl kommt. Genau. Gucken, was ist das bei mir? Sich ein bisschen zurücknehmen, vielleicht mal Teechen trinken, vielleicht mal, warum bin ich jetzt da eifersüchtig und so. Und meistens kann man sich das dann schon selbst erklären. Ja. Nehme ich mal an. Also ich konnte es mir selbst erklären, also ja, ziemlich auch. Schnell. Also ich wollte mich einfach nicht so fühlen. Das ist das ja. Wenn man mit diesen, also damals hatte ich mich noch gar nicht so mit Spiritualität beschäftigt. Nee, geht ja auch jetzt erst los. Genau. Ja. Und ich habe einfach damals nur gedacht, dieses Gefühl ist so furchtbar. Weil es steht ja immer was zwischen der anderen Person und dir. Ja. Und wie soll ich das sagen? Also es geht ja um den Menschen. Es geht nicht darum, was der hat oder was er nicht hat, sondern um den Menschen. Das ist ja der größte Trugschluss, wenn man auf Dinge kommt, dass du nie genug hast. Es gibt nach oben, ist es unendlich, bei den Dingen und bei Sachen und bei allem. Und auch im Bewusstseinswachstum, da gehe ich doch lieber in die Richtung, anstatt mir Sachen anzuhäufen,
Also es ist jetzt meine Einstellung. Also ne? Ja. Mir ist es wichtiger, dass ich dahingehend weiterkomme, dass ich mich weiterentwickle, Ja. weil mein Haus kann ich nachher nicht mitnehmen. Also auf der Beerdigung oder auf der Seebestattung meines Vaters habe ich, wie heißt er, Hans Albers gespielt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und so ist es. Ja, man kann trotzdem gerne sich schick anziehen und alles. Ja, Und das, ja. und, Aber aber mitnehmen kannst du es nicht. nein. Und wenn ich die Beerdigungsform nehmen würde, also manchmal denke ich halt da schon dran, da kann ich sowieso nur einen Leinsack tragen. Also insofern, da könnte ich mich noch nicht mal schick anziehen. Das wäre nämlich eine Kompostierung. Ja, genau, das wäre mein Ding. Ja. Und das gibt es sogar schon in Schleswig-Holstein, also das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber seitdem ich weiß, dass es das gibt, geht es mir viel besser, weil ich immer hin und her geschwankt habe zwischen Verbrennen oder Beerdigen, weil das die einzigen 2 Sachen waren, die es hier gab. Und beides gefiel mir irgendwie nicht. Und jetzt habe ich was. Und jetzt ist noch schon wieder ein Thema. Genau. Und das ist auch ein Thema Tod. Tod. Aber das hatten wir auch schon. Ne? Hatten wir schon zigmal. Ja. Aber man kann ja auch Ja. nochmal separat über den Ja. Tod. Aber was wolltest du sagen? Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nur weil ich Genau. Tod gesagt habe. Nein. So. Das letzte Hemd. Ah ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber das hier, Nicola, das nehmen wir mit. So, ach. Oh, der Ton hat mir jetzt richtig gefallen. So ist es. Genau. Und Jetzt habe ich richtig einen Gänsehautschub. Das Schön, nehmen ne? wir mit. Das Ganz nehmen wir genau. mit. Das ist auch Seelenfutter. Genau. Das ist Seelenfutter. Und die Dinge, die man sich auf der Festplatte abspeichert, die merkt man nämlich. Die wichtigen Dinge. Ja. Die wichtigen Dinge werden abgespeichert. Genau. Und das andere ist nachher sowieso Das ist alles zerfällt. sowieso völlig egal. Ja. Ob man ein Auto hatte oder 3 Ja, Autos ja. oder ein Haus oder 3 Häuser und Die nimmst du nicht mit. ob ich nun die und die Klamotten. War schön for the moment, aber ganz genau. Es Darauf ist kommt es nicht an im Nein, Leben. genau. Das Leben dreht sich nicht um Dinge. Nein. Nee, echt. Also das kann man wirklich Ja. jetzt abschließend sagen, Ja, oder? genau. Haben wir schon mehrere Abschlüsse gemacht, oder? Ja, aber das war jetzt ein richtig guter. Fand ich Es jetzt dreht auch. sich nicht um die Dinge, sondern um den Inhalt Ja, des Lebens. ja. Und den kreieren wir jetzt Ja, positiv. ja. In diesem Sinne, In diesem Sinne. vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Es war wieder ein Vergnügen. Dankeschön. Genau. Muss ich auch sagen. Tschüss. Tschüss.